Wer sorgt in unserem Staat für die Sicherheit der Bürger? Natürlich die Polizei, sagen Sie. Doch so selbstverständlich ist das gar nicht, denn die Polizei spart. Da werden Wachen einfach geschlossen, Polizeibeamte aus der Fläche abgezogen und manchmal fehlen sogar Dienstfahrzeuge. Dass in vielen Städten Bürger deswegen inzwischen selbst Patrouille laufen, ist nichts Ungewöhnliches mehr. Wie sieht's aus, wenn Bürger die Polizei ersetzen und welche Gefahren birgt es? Caroline Walter, André Katschal und Christoph Rosenthal. Mit Nachtsichtgerät auf Verbrecherjagd. Herr R. hat gerade seinen Posten bezogen. Wir schauen, ob wir fremde Kennzeichen sehen, Kennzeichen, die uns aus anderen Nächten bekannt vorkommen. Wir treffen einen zweiten Wachposten mit Taschenlampe und Funkgerät. Seinen Feierabend verbringt er mit Ausschau halten, stundenlang. Normalerweise ist es traurig, dass überhaupt Bürger rausgehen müssen und ihr Hab und Gut beschützen. Oder nicht bloß ihr Hab und Gut, auch andere Bürger beschützen, sagen wir mal so. Es sind keine Polizisten, die hier Streife fahren, sondern Bürger der Gemeinde Blaien-Genschmau. Ihre Dörfer in der Grenzregion von Brandenburg zu Polen sind ständig im Visier von Kriminellen. Einbrüche gehören zum Alltag, genau wie die Angst. Detlef Schneider, einer der Betroffenen. Der Fischereihofbesitzer wurde schon 27 Mal bestohlen. Trotz teurer Sicherheitstechnik. Was alles gestohlen worden ist, sind Boote, das sind Außenbordmotoren, die wir zur täglichen Arbeit brauchen. Nicht? So, und so ein Außenbord, wissen Sie alleine, 4.000, 5.000, ist man da locker bei. Der Schaden liegt mittlerweile schon bei rund 30.000 Euro. Die Versicherung hat ihm längst gekündigt. Wenn ich sehe, dass bei einem Fußballspiel die Hooligans mit tausenden Polizisten bewacht werden und hier an der Grenze haben sie nicht einen Mann übrig, was soll ich denn dazu sagen? Wir dürfen richtig beklaut werden, oder was? Aus Verzweiflung wechseln sich seit Monaten 15 Bürger bei der Nachtwache ab. Sie machen es ehrenamtlich, als sogenannte Sicherheitspartner der Polizei. Wir haben von der Polizei in einer Feierstunde unsere Dienstausweise bekommen. Eine laminierte Karte. Dann haben wir die besten Wünsche mit auf den Weg bekommen. Und das war es dann eigentlich auch gewesen. Als Sicherheitspartner dürfen sie nichts zum Selbstschutz wie Reizgas mitführen, obwohl sie zum Teil organisierten Banden gegenüberstehen. Erst vor kurzem wurde einer von ihnen bedroht. Ein Auto versuchte mehrmals, ihn von der Straße zu drängen. Sicherheitspartner, ein schönes Wort für Ehrenamtliche, die hier faktisch den Job der Polizei erledigen müssen. Sie fühlen sich alleingelassen. Aber wie lange wollen Sie das durchhalten? Ja, das fragen wir uns selber. Wie lange das noch gehen soll, bis die Politik mal endlich sagt, halt, jetzt ist Stopp. Ja, wir können das jetzt uns nicht mehr länger angucken, was die Leute da draußen machen. Schuld daran Personalabbau bei der Polizei. Hier in Brandenburg dauert es manchmal bis zu einer Stunde, bis ein Streifenwagen kommt. Präsenz der Staatsgewalt, oft Fehlanzeige. Viele Bürger fühlen sich deshalb nicht mehr von der Polizei beschützt. Ein bundesweites Phänomen. Zum Beispiel hier in Rade vorm Wald, Nordrhein-Westfalen. Nach einer Einbruchsserie versuchten die Einwohner auf eigene Faust, die Verbrecher zu verjagen. Mit einfachsten Mitteln. Wir haben also diese Trillerpfeifen dabei und wenn die jemand hört, dann ist er erschreckt und läuft natürlich auch weg. Und auch im badischen Tiefenbronn hatten die Bürger nach vielen Einbrüchen die Nase voll. Die Polizeiwache ist abends und am Wochenende geschlossen. Wenn man dann hört, dass, wenn man anruft, dass es halt eine Dreiviertelstunde dauert, geht eigentlich gar nicht. Also da fühlt man sich ja dann nicht wirklich beschützt. Die Anwohner sammelten deshalb Geld, um einen privaten Sicherheitsdienst zu bezahlen, der auf Streife geht. Adler 1. Also ich habe durchaus den Eindruck, dass wir Polizei schon auch mit unseren Steuermitteln bezahlen. Dass auf der anderen Seite aber irgendwie zu wenig da ist, um sich für die Sicherheit der Bürger zu kümmern. In vielen Bundesländern gab es Polizeireformen, bei denen es vor allem ums Sparen ging, am Personal. Doch das rächt sich jetzt, beklagt die Gewerkschaft der Polizei. Man muss sehen, dass man in den letzten Jahren drastisch das Personal reduziert hat in der Polizei und gleichzeitig diesem reduzierten Personal mehr Aufgaben aufgedrückt hat. Aufgaben von der Aufnahme von Bagatellunfällen bis hin zur Terrorismusbekämpfung. Und dieses Spektrum muss eine älter werdende und weniger werdende Polizei leisten. Und manchmal behindert sogar eine Polizeireform die andere.
wie zum Beispiel in Sachsen. Man hat dort eine Polizeireform durchgeführt mit dem Hinweis, für die Grenzkriminalität ist die Bundespolizei zuständig. Die Bundespolizei hat ihre Behörden reformiert mit dem Hinweis, für die Einbruchskriminalität sind wir nicht zuständig. Und damit entsteht ein Loch im Sicherheitsnetz, das dann dem Bürger zur Last wird. Das Sicherheitsgefühl des Bürgers schwindet. Und das hat auch zur Folge, dass Bürger das Recht in die eigene Hand nehmen wollen. Bundesweit entstehen immer mehr Bürgerwehren, in denen sich extreme Stimmungen ausbreiten. Da wird schon mal die Todesstrafe für Kinderschänder gefordert oder über Ausländer als Kanaken schwadroniert, samt Gewaltfantasien, wenn ich entscheiden dürfte, zum Abknallen. Auch in Rostock hat sich eine private Bürgerwehr zusammengefunden. Der Anlass: in diesem Viertel soll ein Mann Kinder angesprochen haben und wollte den Weg zur Sparkasse wissen. Für die Eltern war schnell klar, ein Kinderschänder ist unterwegs und die Polizei tut nichts. Über Facebook wurde sofort eine Bürgerwehr ins Leben gerufen, die hunderte Mitglieder fand. Wir besuchen den Gründer, wollen mehr über seine Motive erfahren. Diese Gruppe wurde gegründet einfach nur wahrscheinlich aus Frust. Aus Frust auf die Polizei, weil sie eine halbe Stunde Zeit gelassen haben. So, und dass das zum Selbstläufer geworden ist mit diesen 800 Leuten da, okay. Einige von ihnen laufen Streife durchs Viertel. Es wurde auch schon ein angeblicher Exhibitionist und Vergewaltiger gesucht. Am Ende stellte sich heraus, dass eine Frau die ganze Geschichte nur erfunden hat. Wenn die Leute jetzt mit Ihnen auf Streife gehen, ne, woher können Sie garantieren, dass da nicht einer ausrastet, dass er nicht überreagiert, was falsch interpretiert? Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das kann ja ganz schnell eine Eigendynamik kriegen. Kann es sicherlich. Da ist man nicht geschützt vor. In der Rostocker Bürgerwehr, die sich über Facebook organisiert, finden wir Mitglieder mit eindeutiger Gesinnung. Dieser verehrt Rudolf Hess und fordert Deutschland den Deutschen. Nicht der einzige Rechtsextreme in der Gruppe. Er hier findet NPD-Politiker und Holocaustleugner sympathisch. Sie haben sie als Mitglieder, die Neonazis oder Hooligans, und distanzieren sich ja nicht davon. Ja, ich habe mit denen auch noch nie Kontakt gehabt. Ich weiß nicht, ob die auch losgehen oder ob die einfach nur da wegen der Neugier drin sind. Warum soll ich die rausschmeißen? Er will für die Folgen seiner Aufrufe keine Verantwortung übernehmen. Wie so ein Treiben enden kann, zeigt ein Beispiel aus Bayern. In Würzburg fühlte sich diese Bürgerwehr namens Lupus zur Ordnungsmacht berufen. Der Anführer präsentierte stolz, was die Gruppe bei sich trägt. Die selbsternannten Ordnungshüter wurden aber selbst zur Gefahr. Entweder wir lassen jetzt los oder kriegst du eine Ladung Pfefferspray ins Gesicht, haben wir uns ja verstanden. Demnächst stehen sie unter anderem wegen Nötigung vor Gericht. Trotzdem macht Lupus weiter. Bedenklich ist an einer Bürgerwehr, dass sie unkontrolliert agiert, dass sie aus dem Bauch heraus impulsiv agiert. Und deswegen ist auch eine Bürgerwehr abzulehnen, weil es sehr schnell dazu führen kann, dass Unschuldige verfolgt werden. Zurück in der Grenzregion Brandenburgs. Das, was diese Frauen hier machen, hat mit Bürgerwehrspielen nichts zu tun. Sie handeln aus der Not heraus, weil es hier an Polizeipräsenz mangelt. Die Frauen halten Wache, starren die ganze Nacht auf die Lichter an der Eisenbahnbrücke gegenüber. Über diese kommen die Diebe meist ins Dorf. Ist das nicht absurd? Jetzt nachts Freitag, wo man vielleicht lieber vom Fernseher hockt, stehen Sie jetzt hier und gucken auf einen Punkt. Ja, aber was soll man machen, wenn halt die Hilfe von anderer Seite nicht gewährleistet ist, müssen wir es halt irgendwo machen. Wir hoffen natürlich, dass es auf der anderen Ebene wieder verbessert wird, damit wir auch irgendwann mal wieder Familie sein können und unsere Freizeit auch wieder haben, natürlich. Bürger, die ihre eigenen Dörfer bewachen müssen. Ein unhaltbarer Zustand. Brandenburgs Innenminister ist gerade im Wahlkampf. Wir konfrontieren ihn mit der Notlage vieler Gemeinden. Er spielt sie herunter. Ist das denn Sinn der Sache, dass die Leute selbst für ihre Sicherheit sorgen müssen? Das müssen sie nicht. Es gibt keine Not. Die Sicherheit ist auch in der Grenzregion gewährleistet. Und da, wo es Probleme gibt, wie aktuell in einigen Städten in der Grenzregion, da ist die Polizei dabei, lageabhängig zu reagieren und die Kräfte zu verstärken. Bisher sind es aber eher die Bürger, die lageabhängig reagieren. Nacht für Nacht. Und das kann gefährlich werden, wenn es am Ende zu einem Vertrauensverlust insgesamt gegenüber der Polizei, den Behörden der Justiz führt. Denn Zustände wie in den USA, wo an manchen Orten bewaffnete Neighborhood Watches für Recht und Ordnung sorgen, die wollen wir hier ganz sicher nicht haben.